Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video und auch hier habe ich wieder eine neue Marke mit dabei und zwar ist das die Marke Obvious. Ich habe insgesamt 5 Düfte mit dabei und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten mit dem allerersten Duft und zwar ist das der Scoville von Obvious. Ui, geht schwer, ganz cool. Oben auf dem Flakon der Deckel, das ist so ein Kork, finde ich ganz raffiniert gemacht und ich bin gespannt, wie der Scoville jetzt riecht. Erdig, pfeffrig, hell. Das ist echt sehr, sehr schön. Ein sehr heller, ein etwas leichterer Duft. Ganz leichte Schärfe durch Chili. Und was dann schnell reinkommt, sind auf jeden Fall holzige Noten. Das ist für mich schon so ein bisschen so ein transparenter, sehr, sehr heller Duft. Auf jeden Fall ein absoluter Alltagsduft. Der kennt auch keine Geschlechter, also ist definitiv unisex zu tragen. Und ist so ein bisschen für mich gefühlt minimalistisch. Also da ist jetzt nicht zu viel los in diesem Duft. Der ist eben auf jeden Fall würzig, grün, der bekommt definitiv grüne Facetten mit rein und holzig. Dieses Grüne geht aber weg. Ich finde, am Anfang hat er so einen leicht grünen Touch. Ich bin mir gar nicht sicher, woher das wirklich kommt. Das geht aber immer mehr in den Hintergrund. Und was bleibt, ist auf jeden Fall eine leichte Schärfe eben aus dieser Chili und dem Pfeffer. Und es bleibt auf jeden Fall ein sehr heller, etwas transparenter Duft für mich, der aber trotzdem eine ganz gute Sillage hat. Also jetzt nicht denken, dass der so ein mega sanftes Wässerchen ist, das nicht, aber er ist eben hell, hat aber trotzdem auf jeden Fall Power durch diese Würzigkeit und durch diese Schärfe und dann im Verlauf mit einer schönen holzigen Note mit drin. Ja, auf jeden Fall mal was ganz anderes, was ich lange so in der Richtung echt nicht gerochen habe. Wir kommen, denke ich mal, zu einem kompletten Gegenteil, denn der nächste Duft heißt Une Pistache, also da muss Pistazie mit drin sein. Ich persönlich finde Pistazie mega. Ja, wenn ich irgendwie in eine Eisdiele gehe und es gibt Pistazie, das probiere ich definitiv immer aus. Ich mag Pistazie sehr, sehr gerne, habe es tatsächlich noch nie in einem Duft gerochen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen Duft mit Pistazie gerochen habe. Deswegen bin ich gespannt, ob mir das auch in einem Duft gut gefällt. Oh ja, sehr cremig im ersten Riechen. Cremig, leicht würzig. Das ist super schön zu riechen. Das ist ein sehr, sehr schmeichelnder Duft, der so eine schöne milchige Pistazie drin hat, die eingebunden wird durch was leicht würziges, ganz, ganz, ganz leicht rauchiges und süßes. Oh wow, wirklich super interessant, sehr, sehr, sehr schön zu riechen. Der Duft hat was leicht Frisches, aber im Verlauf kommt eben dieses Nussige aus der Pistazie mit raus. Es ist super angenehm. Aber trotzdem, obwohl der eben so ein bisschen cremig-milchig ist, ist es definitiv ein Duft, den man auch super im Alltag tragen kann. An so einem schönen Frühlingstag kann ich mir den sehr, sehr gut vorstellen, weil er einfach erfrischend ist, obwohl man ihn auch, finde ich, im Sommer tragen kann. Also ich würde da gar keine Einschränkungen sehen. Definitiv ein Duft, den ich mir mitnehmen werde. Aber ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eben Pistazien-Fan. Und ich finde wirklich, dass es schön komponiert worden ist. Im Verlauf dann was leicht Holziges noch. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Den muss ich gleich mal im Alltag probieren. Definitiv eben ein Alltagsduft. Wir kommen zu Une Figue. Da ist auf jeden Fall eine der Trendnoten in diesem Jahr, würde ich jetzt schon fast mal sagen, mit drin, und zwar Feige. Und ich bin gespannt, wie Feige hier interpretiert ist, ob es eher auch in so eine milchige Richtung geht, wie vielleicht bei dem Une Pistache, oder ob es eben eine helle, klare Feige ist. Krasser Start. Krautig, würzig, Rosmarin in Kombination mit Eukalyptus und ganz leicht zitrischen Noten. Ist das schön. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Feige kann sich noch nicht so ganz entscheiden, ob sie reif, also so ein bisschen süß ist, oder noch ein bisschen unreif und eben was Herbes, Grünes mit reingibt. Ist auf jeden Fall eine sehr helle, sehr frische Feige. Wir haben hier eben maritime Noten mit drin, definitiv super Duft für die wärmeren Jahreszeiten. Sehr erfrischend, sehr hell, sehr klar. Super schön wirklich. Der Duft ist grün, der ist holzig, der ist frisch, hat eine wunderschön komponierte Feige mit drin und bekommt eben im Verlauf holzige Noten mit rein. Ein super Unisex-Duft für die warmen Jahreszeiten, für den Alltag. Überhaupt gar keine Einschränkungen. Richtig schön, und im Gegensatz eben zu dem Une Pistache haben wir hier nicht die Feigenmilch, wie bei dem Une Pistache eben die Pistazienmilch, sondern wirklich eine sehr helle, klare, grüne, erfrischende Feige. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn du dir das auch gut vorstellen kannst,
dann mach mit beim Gewinnspiel. Du kannst einen von diesen Düften, die ich dabei habe, in 8 ml gewinnen. Dafür einfach den Channel abonnieren. Schreib mir in die Kommentare, welche von den Düften du ausprobieren möchtest. Und mit ein bisschen Glück steht schon bald ein 8 ml Duft bei dir zu Hause. Wir kommen zu En Bois. Und das ist ein Ambroxan-Duft. Und ich würde mal davon ausgehen, dass der so ein bisschen hautnah ist. Ah ja, schön pfeffrig, ganz leichte zitrische Note am Anfang, aber man merkt schon im ersten Riechen, der hat jetzt nicht die krasse Performance, sondern der wird sich, jetzt so ein bisschen holzig, grün, schöne Kombination, der wird sich so richtig schön auf die Haut drauflegen. Auch hier ein Alltagsduft für alle diejenigen, die sagen, naja, eigentlich will ich nicht wirklich Parfüm tragen, aber ich will trotzdem gut riechen. Für die könnte der En Bois wirklich gut geeignet sein. Der ist so ein bisschen herb, der ist leicht bitter, trotzdem sanft, leicht frisch. Der ist auf jeden Fall minimalistisch, aber ich finde, er hat immer diese Würzigkeit von dem Pfeffer auch zu Beginn mit drin. Und er riecht ganz leicht harzig für mich. Also er hat was ganz leicht Süßes irgendwie mit drin. Er ist aber holzig, synthetisch, würzig, frisch und eben zurückhaltend, aber trotzdem ein treuer Begleiter für den Alltag. Und im letzten Duft werden wohl unsere Moschus-Liebhaber hier auf ihre Kosten kommen. Und zwar ist es der En Masque. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sich auch hier ein wirklich, oh ja, man riecht schon, wirklich ein sehr hautnah, hautähnlicher Duft versteckt. Ganz leicht zitrisch, holzig schon im ersten Riechen, ganz leichte Süße, sehr transparent, sehr weiß. Der legt sich definitiv sehr arg auf die Haut drauf. Sillage wird hier mit der Zeit abnehmen. Haltbarkeit dafür vielleicht ganz gut. Für alle diejenigen, die so ein bisschen auch Moleküldüfte mögen, könnte ich mir diesen Duft sehr gut vorstellen. Ja, interessanter Duft. Das ist ein Duft, der hat auf jeden Fall einen sauberen, hellen Touch, so ein bisschen Weichspüler, Waschmittel-Vibes. Auch für diejenigen, die bei dem Duft zuvor eben auf Parfums stehen, die nicht ganz so klassisch Parfum eben sind und nicht so aufdringlich sind, könnte der En Masque auf jeden Fall gut geeignet sein. Ich bin gespannt, wie dir die Marke, ob dir es gefällt. Wenn du einen von den Düften ausprobieren möchtest, geh entweder auf parfumery.com, ich tue dir den Link gleich in die Description packen, oder mach beim Gewinnspiel mit. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.